Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin raus aus Alcalá del Júcar. Es ist ein Herzensort von mir. Wunderschöner Ort in den Fels gebaut mit quasi Höhlenwohnungen, Höhlenhäusern. Da ist so unvermittelt erscheint er in einer Schlucht gleich da unten. Da sieht man überhaupt nichts. Aber da ist ein Canyon, da geht es über ein paar Kehren runter oder hier hoch. Und jetzt fahre ich auf diesem Plateau. Ja, man sieht eigentlich nicht viel weiter als Landwirtschaft. Da gibt es natürlich Hauptstraßen, die gehen 10 Kilometer geradeaus zum nächsten Ort. Ich fahre da quer durch. Richtung Valencia, sage ich mal, Nord, ja, eher Osten. Ich möchte dann auf die Ruta 99, die ich jetzt fahren möchte, dann Richtung Teruel, irgendwo in dem Gebiet, werde ich mich rumtoben heute. Ich weiß, da kommt was Spektakuläres. Solche Sachen mache ich nicht. Das ist mir zu verrückt. Ich liebe Ausblicke und die Höhe. Wir haben es jetzt da mit schwindelfrei. Nicht so berauschend. Es ist so unglaublich blau. Ich habe es jetzt dann mal gesehen. Es hört nicht mehr auf. Halleluja. Ah. Ja, und hier gibt es immer auch so ein bisschen schwierigere Stellen. Die Piste war anfangs super gut, die wird jetzt immer schlimmer, weniger erkennbar dann auch. Jetzt auch nicht sicher, ob das die ist, die ich eigentlich ursprünglich fahren wollte. Ja, ist doch schon hart. Also bei Regen möchte ich diese Piste nicht fahren. Jetzt so ist okay. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das der offizielle Weg ist, der da so angeschrieben ist zwischen Ascamino, zwischen Eras und Casas de Vez. Da bin ich irgendwie wohl ein bisschen verrutscht. Aber ist ja okay jetzt soweit. Den Kirchturm habe ich gerade eben schon gesehen. Das habe ich schon mehrmals gesehen in Spanien. Da kannst du eigentlich auf diesen weiten Flächen, siehst du irgendwo eine Spitze rausragen. Du weißt, okay, das ist der Kirchturm. Daran orientiert sich dann auch die Straße, oft ganz schnurgerade hingezogen. Kurven werde ich heute noch genügend bekommen. Beinahe die Aussicht verpasst. In diesem Canyon-Gebiet, ja, bis darüber an die Berge, da werde ich mich die nächsten Stunden tummeln. Also das sind jetzt die Schluchten des Gabriel mit C. Ein Naturpark, Oces del Rio Gabriel. Ja, hier ist aber auch Wasser. Da schau an. Aber richtig Wasser. Ein hübscher Fleck hier. Bin schon oft in der Nähe vorbeigekommen, aber habe ich noch nie gesehen. Aha, hübsch, hübsch. Ich staune ab so viel Wasser. Naja, wieso eigentlich? Es hat ja so viel geregnet die letzten Wochen. Casas del Rio, beim Rio Gabriel. Ich bin nun bei Fuenbeach. Geht hier hoch in die Berge. Das ist eine Route, habe ich mir angeschaut. So, wie soll ich sagen, Satellitenbildern. Sieht ein bisschen rough aus zum Teil. Aber
Der Routenvorschlag da, den ich programmiert habe, geht auch da durch, bis ich dann in ein paar Kilometern auf die Route 99 stoße. Da räumen die den Weg frei für mich. Muchas gracias. Hola, buenas. Ja, wenn die jetzt auf dem Runterweg waren, dann müsste das ja alles schön aufgeräumt worden sein. Das war jetzt nur ganz kurz, Misten wild. Schauen wir mal. Natürlich wieder im falschen Moment die Aufnahmetaste gedrückt, aber gerade ein Stück ein bisschen steiler, ausgewaschen wie immer, dafür ist hier sandig, schmierig. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich so. Waldwege in diesem Stil sind echt nicht so mein Ding. Mag's gerne steinig. So, seit längerem, 2-3 Minuten sehe ich, dass rechts neben mir die Route 99 herführt. Und jetzt müsste es dann bald soweit sein, dass ich auf diese Route komme. Auch mal was ganz Übles, ne? Alles okay. Ja, hier von rechts kommt die Route 99. Sieht jetzt auch nicht gerade viel besser aus. Jetzt geht's hier weiter, rechts asphaltiert. So, nach einem Kilometer Asphalt etwa geht's jetzt auf diese breite Waldstraße. Da sehe ich keine Kreuzung auf meinem Navi, aber die Route führt in diese Richtung. Okay, das ist jetzt sehr seltsam, der Abzweiger von der Straße. Ja, der wurde wohl neu gemacht. Ja, das ist also nicht ganz mein Ding. Ja, ist hübsch, man kann mal ein bisschen zügiger fahren, obwohl es mit 30 ausgeschildert ist. Aber das ist beinahe wie Asphalt, ne? Da kannst du echt gemütlich fahren. Und von der Landschaft her fahre ich jetzt eine Viertelstunde so. Nicht so berauschend. Eine bestens ausgebaute Kiesstraße. Wenn es steil ist, ein bisschen gröbere Steine, aber echt. Und jetzt weg von der Autobahn. Tatsächlich. Ja, dann. Ja, das gefällt mir schon besser. Aha. Sieht man auch mal wieder was. Ich sag das ja immer gerne mal wieder. Aha. Okay. Ist soft. In der Rinne ist das sehr weich. Auf der Kante, da musst du auch gucken, dass du nicht in die Rinne fährst. Bleiben wir mal ein bisschen vorsichtig.
Schöne Aussicht auf ein steiles Stück. Grober. Beinahe in die falsche Spur geraten. Und was habe ich leidlich gelernt in Korsika? Vorderradbremse, wenn es steil ist. Auch wenn andere was Gegenteiliges behaupten. Was man hier gerade eben gemerkt hat, das Hinterrad, das blockiert einfach. Und dann rutschst du, rutschst du, rutschst du. Was mich hier unten beruhigt, ist der Auslauf, wenn es mal zu schnell wird. Und jetzt dann gleich auf Asphalt, so wie es ausschaut. Nee, ich vergucke mich mal wieder. Auf dem Garmin Trail hast du die Möglichkeit, 4 Offroad-Routentypen dir anzeigen zu lassen. Du kannst auswählen, welche für einspurige Fahrzeuge bis zu großen, schweren Lastwagen für Waldbrandbekämpfung, denke ich. Gibt es welche für Side-by-Side-Fahrzeuge und so. Du kannst die Breite angeben, wie steil. Und dementsprechend werden dir dann die Tracks angezeigt, die es gibt in der Gegend. Das wird jetzt ja doch noch ein bisschen herausfordernd. Ist schon recht steil. Kein, weiter unten dann ein Auslauf, aber was mir hier nicht gefällt, ist, dass super soft ist. Ich würde mal sagen, das habe ich souverän gemeistert. Da war mir gerade mal kurz bange. Ja, da hat der Candy doch noch mal mir was eingebrockt. Und ich weiß, dass da noch was folgen wird heute, oder ich es eben nicht fahren will. Ich habe das in einem Video gesehen und solche Sachen mache ich nicht. Das ist mir zu verrückt. Über fußballgroße Steine drüber. Zwar nur ein kurzes Stück, aber trotzdem. Aber sicher nicht mit Gepäck. Das haben wir doch heute Morgen vor 2 Stunden schon gefahren, solche Wege. So, da haben wir die Autobahn, die von, was wird das sein, Madrid nach Valencia führt. Dann haben wir Siete Aguas, da jetzt in 2, 3 Kehren hier hochgefahren und gerade mal hier diesen Abzweiger verpasst. Jetzt zurück und auf diesen Track von Solo Candy, La Ruta 99. Bin ich ja mal gespannt, was da kommt. Ich weiß, da kommt was Spektakuläres. Aber ich habe jetzt nicht alles abgecheckt, weil er doch einige verrückte Sachen auch fährt. Ich bin ein bisschen schlecht vorbereitet, muss ich sagen. Normalerweise, oder mein Rhythmus wäre irgendwie 2 Tage zu fahren, 1 Tag Pause. Dann habe ich Zeit, Files überspielen und so, neue Routenplanung. Aber da ich jetzt so in Verzögerung bin, eigentlich da mit der ganzen Lenkkopflagergeschichte und Wetter die ersten Wochen, bin ich ein bisschen gestresst und bin jetzt seit
Das ist jetzt der 4. Tag auf dem Motorrad ohne Pause. Und dementsprechend konnte ich mich auch nicht sehr gut vorbereiten. Was der Quendi, Solo Quendi heißt die Seite und der Kanal auf YouTube, sehr gut macht auf Wikilog. Das sind diese Tracks, die er super gut beschreibt, wo Fotostops, wo Wasser, wo Gefahrenstelle, wo Campingmöglichkeit für die es möchten. Ho, 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 ho. Bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, glaube ich. Okay, ist das wieder Geschwemme. Da hinten habe ich gesehen, geht es einfach recht steil den Berg hoch. Aha. Eben mal ein kurzes, kompliziertes Verbindungsstück. So interpretiere ich jetzt das. Schauen wir uns das mal an. Hola, buenas. Ich bin immer froh, wenn da nicht bloß Hunde sind, sondern auch noch Zweibeiner. Sind die Hunde immer viel entspannter. Genau, Siete Aguas, komme ich her. C'era. Ah ja. Ah. Ein bisschen eine wilde Angelegenheit hier. Mal schauen, was uns der Candy einbrockt.
Das ist jetzt eine ziemlich geile Piste hier. Am Hang entlang. Schon sehr geil. Man sollte also die Kurven nicht überschießen hier. Nicht die Rechtskurven. Ich sag's noch. Da war es jetzt aber super erstaunt, dass ich null Grip hatte hinten. Geil. Wow. Wow, wow. Wie haben wir es jetzt da mit schwindelfrei? Geil. Jetzt hoffe ich mal, dass da nicht allzu viel Gefälle ist, weil vorhin war da gerade so ein Stück, das wird dann schnell recht so felsig ausgewaschen, tief. Ich liebe Ausblicke und die Höhe. Es ist ja eigentlich ein guter Kiesweg, teilweise ein bisschen tief, teilweise ja, muss man schon ein bisschen aufpassen, weil da größere Steinbrocken rumliegen. Angesichts des Abgrundes empfiehlt sich eine gewisse Vorsicht. So, da haben wir noch mal eine ziemlich ausgesetzte Stelle. Ah, das geht da oben rum. Okay, da haben wir sogar einen Ausblick. Ah, da vorne fahre ich nicht runter. Morde Morroncillo, meinte ich, heißt das. Da drüben haben wir, glaube ich, Cera. Und da unten dann Sot de Cera. Eine durchaus hübsche kleine Straße, die jetzt von Sot de Cera hochführt auf dem Mirador de Morron. Also der große Morron, der kleine Morroncillo, da war ich ja eben. Bin ich ja gespannt, wenn der noch größer ist. Und es ist unglaublich warm hier an dieser Felswand entlang. Es zeigt jetzt 35 Grad an. Mit der Verzögerung, mit der das die Aprilia macht, werden es wahrscheinlich mehr sein. Das ist schon eine Herausforderung bei der Hitze. Das ist bisher eher ein einfacher Aufstieg. Eine wunderbare Straße. Das passt mir, das taugt mir. Jetzt komme ich hier so auf Plateau hoch. Da geht's hoch. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, es gibt was wieder. Ich meinte, es gibt wieder was Ausgesetztes. Und das mit dem Mirador de Morron, ich glaube, das war schon gleich oberhalb des Dorfs. Sot de Cera, ich glaube, das ist nichts, das man sich anschauen muss. Und hier kein Wegweiser? Naja, egal. Da gibt es auch verschiedene Wege.
Hatte ich vorhin mal erwähnt, es geht da hoch. Nochmal ein Abzweige nach Gera, aber wir gehen nach Rope. Ja, ich glaube, ich halte mich nicht an die 20. Es fährt sich einfach besser mit ein bisschen Schwung. Ich mache mir jetzt tatsächlich den Spaß und fahre auf diesen Berg, auf diesen Fels hoch, den wir da gesehen haben. Oder sagen wir mal, ich nehme an, das ist Teil einer weiteren Route von Kendi, Solo Kendi. Der hat hier eine Route, die nennt sich Sotte Gera, das ist eine Rundfahrt, eben schon erwähnt, mit der ausgesetzten oder ausgewaschenen Stelle, 2, 3 wunderbare Stellen mit Ausblicken, eine Flankenfahrt. Schaut euch das Video mal an auf YouTube, es ist spektakulär. Und ich fahre jetzt kurz da hoch auf diese Aussichtsspitze. Ich schätze, es sind etwa 5 Kilometer Umweg. So, Pico Rope. Da oben haben wir ja tatsächlich. Mal ein bisschen Abkühlung, es ist noch 30 Grad, wahrscheinlich ist es weniger schon. Das sieht aus wie so ein Feuerwachturm. Natürlich schön ausgesetzt mit Ausblick. Dieser Berg, den man von unten gesehen hat, und es kann einem schon schwindlig werden. Da drüben haben wir eine Feuerwache. Also es geht ziemlich runter da. Ich auch. Noch kurz einen Ausblick erhascht. Pico de Rope. Ist das okay? Da haben wir den Abzweiger wieder. Das waren jetzt echt nur etwa, ich weiß es nicht, 5 Minuten, nicht mal. Jetzt sind wir wieder auf der Route 99, auf dem zweiten Teilstück der 4. Ich bin jetzt etwa seit 10 Kilometern oder so auf dieser wunderbaren Straße. Das ist jetzt gerade ein bisschen kurvig, aber sonst kann man da gut zügig fahren. Ich sag's jetzt mal so. Lädt ein zum Schnellfahren. War ein bisschen Kilometer fressen. Das ist ja auch mal hübsch so, ne? Also es ist ja ähnlich wie die Straße da heute Morgen durch den Wald, aber so gefällt mir das einfach besser von der Natur her. Wunderbar. Mit den Farben, das ist schon recht geil. Das ist die Zona Recreativa Muñoz mit Solarbooten oder einem Solarboot. Es sieht schon sehr kitschig geil aus. Wow. Also da bis zu dieser Zona Recreativa, ich weiß nicht, Erholungszone. Das ist asphaltiert bis da runter, der Weg jetzt nicht mehr. Aber wieder mal eine Schnellfahrpiste. Okay.
kein Straßenteiler, der ist einfach mal so runtergekugelt. Ja, und so geht das diesem Stausee entlang. Jetzt sehen wir gar kein Wasser, weil ich da im obersten Teil bin, die Arme schmaler werden. Da haben wir das tiefblaue Wasser wieder. Es ist so unglaublich blau. Es ist Wahnsinn. Das ist keine Korrektur an der Kamera. Zu fest. Diese Wegweiser bestaunt. So schön. Beinahe einmal um den Stausee rum. Hier ist gerade wieder ein bisschen ausgesetzt, darum vielleicht mich besser auf den Weg konzentrieren. Jetzt war da eben eine Kreuzung, da kam eine Straße so wie diese dazu. Da war keine Richtung, irgendwo ein Fahrverbot oder was. Sieht aus wie die Piste, bei der ich hoch bin. Aber ich fahre nicht den gleichen Weg zurück. Definitiv nicht. Immer noch der Stausee. Oh, ist das schön. Diese Farbe da unten. Aber offen gesagt, ich hab's jetzt dann mal gesehen, so mit diesen kurvigen. Ich möchte da mal wieder ein bisschen Tempo fahren. Bisschen Abwechslung. Ah, hier riecht's nach Nadelholz. Super lecker. Also lecker. Es duftet. Ja, mal ein bisschen eine Brise. Was mich offen gesagt schon ein bisschen erstaunt, das ist ja ein Paradies für Offroad, das ist Samstag.
Es ist mir noch kein Offroad-Motorrad irgendwo begegnet. Ein schmaler Grat. Es hört nicht mehr auf. Weit und breit kein Asphalt. Ist schon krass. Und jetzt sieht es so aus, als würde da die Route in eine Schlucht reingehen. Geil. ¿Qué pasada, tío? Tío Candy. Oh. Falsch, falsch, falsch. Paso permitido. Permitido heißt eigentlich bewilligt, da bin ich schon richtig, aber ja, was schreiben Sie denn dahin? Will ich denn da lang? Ist dann die andere Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jetzt bin ich schon drin. Ne? Super gemacht, Martin. Körperlich höchst anstrengend bei 35 Grad, kein Fahrtwind und das nach 200 Kilometern heute, über 100 Offroad, bestimmt, eher 130. Oh mein Gott! Eine Motorradspur sehe ich hier. Tiefer als gedacht, viel tiefer. Ich werde ja immer wieder gefragt, Offroad-Tauglichkeit, Aprilia. Ich habe jetzt nie, also von der Federung her, also nichts anzweifeln vom Motor. Da ist immer genug Power vorhanden. Und was mir halt super gefällt an Aprilia ist, dass ich so nahe am Lenker sitze. Bin nicht der Größte mit 1,72 mit kurzen Beinen, da habe ich so meine Probleme wegen der Sitzhöhe. Mittlerweile habe ich mich halbwegs dran gewöhnt. Jetzt noch Gegenverkehr. Ha. Hola. ¿Todo bien? ¿Se puede pasar? Abajo está malísimo. Peor. Peor que abajo. Ahí es que está muy suelto. Sí. Y hay pendiente. Allí es que llegas ahora ahí arriba a un llano, a un cruce. Ajá. Tú cogerás a la derecha. Recto hay una valla. Bueno, hay vallas. Ah. Una valla. El trozo de la valla está malo. Ah, vale. Está bien, pero hay que ir con cuidado porque hay agujeros. Venga. Vale, muchas gracias. Suerte. Ja, da
Übersetze ich jetzt kurz. Er meinte, dass da unten, das wäre nicht das Schlimmste gewesen, das kommt dann noch. Allerdings, wenn ich hier oben rechts fahre, ist es okay. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich hier heil rauskomme, wenn er meint, dass das Schlimmste noch komme. Okay, er meint, es hätte einfach tiefe Gräben. Ja, was er mir empfohlen hat, da bei Puebla de San Miguel Richtung Sillas, habe ich jetzt das verstanden. Da gäbe es das kleine Stelvio, ein kurzes Stück mit vielen Kehren, aber sie sagen ein kleines Stelvio. So, jetzt bin ich mal gespannt. Zu tief. Piedras sueltas, sagen da die Spanier. Lose Steine. Also da ist jetzt das Tor, das hat er mir erklärt. Und da weiter, da wären tiefe Gräben. Ich sehe da schon welche. Oh ja. Okay. Und da meinte er, das geht eigentlich gut. Ich hoffe es auch, es geht gut. Und was er mir nicht erklären musste, ist, wenn es hier regnet, dann regnet es richtig. Da habe ich ihm gesagt, das kenne ich, ja. Da hatte der doch was von Gräben erzählt. Ich weiß jetzt, was der gemeint hat. Natürlich schon so, mit jedem Gewitter waschen die noch, da spülen die noch mal mehr aus, wenn die nicht gleich geflickt werden. Okay, und jetzt möchte der Track rechts. Oh, ja, vielleicht besser, ne? Es hört nie mehr auf. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer ich jetzt ohne Asphalt unterwegs bin. Es war da beim Stausee ein Stück zu Beginn mit Asphalt. Ja, es werden wahrscheinlich etwa 40 Kilometer sein. Noch nicht mal so viel. Wenn ich Asphalt erreiche irgendwo, gebe ich auf. Sobald ich Internet habe, geht's auf Hotelsuche, Routensuche. Ich bin ziemlich kaputt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo. Halleluja. Ich muss gucken, dass ich nicht gleich umkippe. Mal schauen, wo ich Empfang habe, Hotelsuche und dann duschen. Ich mag nicht mehr.